So viel haben wir in einer einzigen Handelssitzung verdient. Hallo liebe Freunde, Sie haben mich gebeten, den mobilen Handel zu zeigen. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie mit dem Onlinehandel von jedem Ort der Welt aus Geld verdienen können, ohne einen guten Computer zu besitzen. Ich zeige dir am besten geeignete Strategie für das Handy, die den Handel bequem und profitabel für Sie machen wird. Wir beginnen mit einem Kontostand von $1000. Wir werden sehen, welches Ergebnis wir bekommen werden. Für den Anfang werden wir den Indikator einstellen. Die Einstellungen sind 22 und 2. Für Bollinger Bands, wir klicken es. 22 Periode und 2. Wir speichern ihn und sehen diesen Bollinger Kanal. Er besteht aus 3 Linien, zwischen denen sich die Grafik bewegt. Wenn sich die Grafik dem Rand des Kanals nähert, erkläre ich, was wir tun. Also fangen wir an. Hier öffne ich ein Geschäft zum Absenken. Wie Sie sehen, dienen die Grenzen des Bollinger Kanals als Widerstand und Unterstützung. Wir sehen, dass die Grafik von der oberen und unteren Linie abprallt und zurück in den Kanal geht. Jetzt befindet sich die Grafik in der Nähe der oberen Grenze und wir sehen eine Art Bestätigung für ein Geschäft. Wie hier zum Beispiel. Eine kleine grüne Kerze, die von einer größeren roten Kerze verschlungen wird. Da all dies ein Zeichen für eine Umkehrung ist, haben wir ein Geschäft zum Absenken eröffnet, da es derzeit mit Gewinn abschließt. Ich hoffe, dieses Beispiel war klar. Weiter geht's. Also, es ist sehr einfach. Warum eröffne ich hier ein Geschäft zum Absenken trotz der unteren Kanalgrenze? Lassen Sie mich zur Erklärung eine einfache horizontale Linie zeichnen. Ungefähr hier ist das Niveau. Historisch gesehen gibt es einige Wechselwirkungen mit dieser Linie. Da dieses Niveau nun durchbrochen wurde, wird die Grafik weiter sinken. Der Abwärtstrend beginnt irgendwo hier und nach dem Durchbruch können Sie sehen, wie sich die Handelsspanne ausweitet. Die oberen und unteren Grenzen entfernen sich voneinander. Das ist ein Zeichen für einen starken Abwärtstrend. Natürlich können wir während der Ausweitung kein weiteres Geschäft zu sinken eröffnen. Ich denke, dass der Handel mit Trend die bequemste Methode für alle Anfänger ist. Denken Sie daran, der Trend ist Ihr Freund. Trend is your friend. Der Handel mit Trends ist gut für den Einstieg in offensichtlich gute Geschäfte. Zum Beispiel haben wir jetzt den Durchbruch des Niveaus als Einstieg in das Geschäft genutzt. Die Ausweitung des Kanals bestätigt nun unsere Entscheidung. Warten wir also auf das Ergebnis. Das Geschäft verliert, schauen wir, ob es Sinn macht, weiterzuhandeln, um den Kurs zu senken. Wenn ja, werden wir den Wert des Deals erhöhen und weiter auf fallende Kurse setzen. Ich glaube, dass sich der Trend bis zur nächsten Stufe hier fortsetzen wird. Und wie Sie sehen, gibt es noch etwas Spielraum für die Grafik, um sich bis zu diesem Niveau zu bewegen. Beobachten wir jetzt. Das Geschäft ist kurz vor dem Abschluss. Wie Sie sehen, kommt die Grafik auf das Unterstützungsniveau und dementsprechend hier könnte man auf steigende Kurse setzen. Kehren wir zum ursprünglichen Wert des Geschäfts von $50 zurück und sehen wir, wie die Grafik auf dieses Niveau reagiert. Wenn das Verschlingen erscheint, werden wir auf steigende Kurse setzen. Hier öffne ich ein Geschäft zum Absinken vom mittleren Niveau aus. Ich habe bisher nur die obere und untere Linie erwähnt, aber sehen Sie, die mittlere Linie kann euch ein Grund für eine Umkehr oder eine Trendfortsetzung sein.
Bei Währungssparen, deren Grafik sehr oft die Mittellinie berührt, ist sie ebenfalls ein wichtiger Indikator. Hier fungiert die Mittellinie historisch gesehen oft als Widerstand oder Unterstützung. Wir sehen auch einen Abwärtstrend, zeichnen wir ihn ein. Hier ist es, die Mittellinie ist derzeit ein Widerstand. Hier ist auch eine Doji-Kerze zu sehen, die auf Marktunsicherheit hinweist. Wir haben also nach der Doji-Kerze ein Geschäft mit dem Trend eröffnet. Das Geschäft hat nie genug Zeit, um den Gewinn zu schließen, also habe ich ein weiteres Geschäft für eine Senkung mit dem Trend eröffnet. Es war ziemlich riskant, aber das kompensierende Geschäft schließt mit Gewinn ab. Schauen wir mal, wie es aussieht. Jetzt wird die Mittellinie wahrscheinlich durchbrochen werden, aber das Wichtigste ist, dass es uns gelungen ist, rechtzeitig ein profitables Geschäft abzuschließen. Kehren wir zum vorigen Währungspaar zurück. Es gibt eine gute Reaktion von der Unterstützungslinie, sodass wir hier einen Gewinn hätten erzielen können. Der Markt ist bis jetzt unsicher, im Moment nicht in der Nähe eines Niveaus, also werde ich hier keine Geschäfte machen. Hier öffnen wir ein Geschäft zu senken. Die Grafik schafft es nicht, die Mittellinie zu durchbrechen. Es gibt eine große Kerze mit einem großen Schatten nach oben, was ein sehr zuversichtliches Signal für den Verkauf ist. Ich setze den Handel auf Senkung fort. Die Analyse ist die gleiche wie beim vorherigen Geschäft. Ich bin sicher, dass dieses Mal alles super sein wird. Wie ich schon sagte, wurden keine Probleme mit diesem Geschäft erwartet. Wir haben eine zuversichtliche Analyse gemacht und ein klares Signal bekommen, und so haben wir Gewinn gemacht. Hier öffne ich ein Geschäft zum Steigen. Wir sehen ein ähnliches Unterstützungsniveau wie das vorherige. Zeichnen wir sie hier ein. Wir sehen zwei Umkehrungen in der Vergangenheit und jetzt ist sie sehr nah an der unteren Grenze des Bollinger-Kanals. Wenn sie durchbrochen wird, werden wir unseren Verlust mit einem doppelten Deal zur Senkung ausgleichen. Die Grafik der Kanäle und die Niveaus sagen zum Zeitpunkt des Einstiegs anders aus, also warten wir erst einmal ab. Wenn das Geschäft mit Gewinn abschließt, gut. Wenn er verliert, werden wir in die entgegengesetzte Richtung handeln. Warten wir. Wie gesagt, das Niveau wird durchbrochen. Jetzt sehen wir, dass sich die Grenzen des Kanals verbreiten. Wir eröffnen also ein Geschäft zum Absenken mit dem Trend und hoffen auf ein gutes Ergebnis. Auch dieses Geschäft verliert. Wir eröffnen 2, 3 weitere ausgleichende Geschäfte in dem Moment, in dem der Grafik das Niveau erreicht, das jetzt Widerstand ist, wird sie wahrscheinlich das Niveau testen und weiter sinken. Ziemlich gut, die Geschäfte schließen mit Gewinn. Kehren wir zur M1-Grafik zurück und sehen wir uns an, wie sie aussieht. Das Niveau wurde durchbrochen, getestet und wird wahrscheinlich mit dem Abwärtstrend weitergehen. Wir ändern den Wert des Deals auf den ursprünglichen Wert und suchen nach der letzten profitablen Situation. Diese Situation ist uns allen bekannt. Der Bollinger-Kanal weitet sich aus, die obere und die untere Linie gehen in die entgegengesetzte Richtung, was ein Indikator für die aktuelle Stärke des Aufwärtstrends ist. Nach dem Durchbruch dieser Widerstandsmarke eröffnen wir natürlich ein Geschäft nach oben und warten auf das Ergebnis. Ich denke, dieses Geschäft war klar. Ich möchte Sie daran erinnern, dass wenn Sie mit mir zusammen Geld verdienen wollen, aber so wenig Freizeit haben, dass Sie nicht einmal 5, 10 Minuten am Telefon handeln können. Ich biete Ihnen an, mit meinen Signalen aus meinem Telegram-Kanal über den Link in den angehefteten Kommentar. Einen schönen Tag. Bis bald. Wir sehen uns.